für mich ist dieses Autoschrauben, gerade an diesem Auto zu schrauben, so ein Zusammenkommen von Freunden. Ja moin, ich bin der Martin, 35 Jahre alt, arbeite in der Verwaltung und habe ein Hobby, was überhaupt nicht zu meinem Berufsbild passt. Man fühlt sich eben, als ob man wirklich noch mit der Straße verbunden ist, als ob man auf der Straße sitzt, von der Höhe her hoch und alles. Ist cool. Wenn man an einem LKW vorbeifährt, dann schaut man so rüber und schaut schön auf die Radbolzenhöhe mit seiner Kopfhöhe. Ist schon ein interessantes Gefühl. Sauerkrauts, the authentic streetwear brand for petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Ja, das ist eigentlich ein Polo geworden, weil ich die Bauform von den 2F eigentlich sehr schön finde. Ich bin aus dem 3er Golf-Segment gekommen und fand die Bauform von dem Auto nochmal ein bisschen stimmiger. Das sieht noch eckig aus, hat aber wunderschöne Kanten- und Linienführung schon drin, die dann wieder abgerundet denn letztendlich sind. Deswegen ist es letztendlich so ein Polo geworden. Und Leistung war schon immer ein bisschen interessant gewesen. Und die Seltenheit von so einem G40 war einfach so, dass ich gesagt habe, ja, den brauche ich, den will ich. Und dann hatte ich irgendwann Glück, dass ich den mir so holen konnte. Also beim G40 der Sound, die ganzen Geräusche, der Geruch. Ich glaube, jeder G-Lader-Fahrer kennt diesen spezifischen Geruch, wenn man ins Gaspedal reinhämmert, der dann vorne von diesem G-Lader rauskommt. Der ist einfach, das schmeckt und klingt gut. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen älter geworden. Da ist das alles doch schon ein bisschen lauter geworden hier drin. Der Komfort fehlt dem ein bisschen. Aber ansonsten ist es so ein schönes Go-Kart-Feeling. Das muss man einfach so sagen. Auch wenn es sich manchmal wie ein unsicheres Go-Kart anfühlt und ein bisschen mehr Vorderbau schön wäre bei den Autos, ist es aber letztendlich angenehm. Man merkt, dass der Motor wirklich eigentlich seinen Druck hat. Dass da eigentlich was geht, sobald wir die Leistung gefunden haben, blöd gesagt. Vom Ansprechverhalten her ruppt er ein bisschen. Ja, ist ein bisschen lauter als normal, aber funktioniert. Liegt gut in der Lenkung, kann nicht meckern. Ist ein cooles Gefühl. Ja, also zu dem Auto genau bin ich gekommen, weil das Vorgängerauto leider nicht mehr tragbar war für einen Komplettaufbau. Ich hatte mich dann entschieden, dass ich immer alles neu machen möchte. Und als wir da den Motorraum gemacht haben, war das dann so, dass da ein verdammt großer Riss auf dem Längsträger aufgetaucht ist, als wir die ganzen Unterbodenschutz und Rostschutzgrundierung, die drauf war, entfernt haben. Dass wir gesagt haben, ja, nee, die Karosse ist durch, muss eine neue Karosse her. Dann haben wir die Karosse gefunden und sind einen Tagesritt Richtung Niederlande gefahren, haben die Karosse abgeholt und dann ist es der geworden. Also der Zustand von dem Auto, von der Karosse war wirklich gut gewesen. Ich hatte Freunde dort oben gehabt, die sind vor Ort erst mal hingefahren, haben ein bisschen die Spaltmaße abgemessen, drum und dran, ob das alles passt, ob das nicht auch wieder ein Unfallfahrzeug ist. Das sah eigentlich alles ganz gut aus, hinten vielleicht ein kleiner Hecktreffer, wo man sich drüber unterhalten könnte, aber nicht auffällig. Und ja, dann sind wir da hingefahren, haben den abgeholt, aufgeladen. War eine komplette Rohkarosse, vorne waren 2 Baumarktrollen runter gewesen, hinten war eine Achse eingeschweißt und die Stoßdämpfer waren so ja festgeschweißt gewesen, so dass man gesagt hat,
Jo, er ist rollbar und das war auch. Also da war nichts weiter drin. Da haben noch ein paar alte Spritleitungen drunter, ein paar alte Bremsleitungen. Und ja, dann ging es los, dass man komplett angefangen hat mit einer wirklich Rohkarosse ohne eine einzige Schraube. Kennst du dieses Gefühl, es ist Sonntag, die Sonne scheint, dein Auto ist voll getankt, du hast keinen Stress und keine Termine? Für genau dieses Lebensgefühl haben wir eine neue Kollektion rausgebracht. Sunday Drivers Club besteht aus 2 Shirts und 2 Hoodies, perfekt für genau solche Tage. Wir haben hier einmal 2 richtig tolle, hochwertige Shirts. Wir haben hier oben einen Puffprint und unten einen regulären Druck. Beide Shirts sind regular geschnitten, nicht oversized. Und ihr werdet beim Tragen schon merken, die T-Shirts haben einen richtig tollen, robusten, aber trotzdem weichen Stoff. Dadurch fallen die wirklich unfassbar gut. Und passend dazu gibt es dann auch noch 2 Hoodies, einmal in grün und einmal in grau. Wenn du also auch Teil des Sunday Driver Clubs werden möchtest, dann geh doch jetzt mal in unseren Shop www.sauercross.de und shoppe die neuen Teile. Und zum Release haben wir natürlich auch noch einen richtig fetten Rabatt für euch. 15% bekommt ihr mit diesem Code eine Woche lang auf die neue Kollektion, aber auch auf alle anderen Teile im Online-Shop. Ja, ich hatte dann die Rohkarosse hier zu stehen. Hatte ja meinen alten noch als Schlachter sozusagen vor der Garage zu stehen. Und habe dann so gedacht, naja, eigentlich wolltest du ja dein altes Auto nur aufbauen. Und dann ist eben so die Idee gewachsen, wenn du den jetzt aufbaust, baust du den richtig auf und fängst eben an, Stück für Stück zu schauen, was kannst du übernehmen, was kannst du gebrauchen. Und letztendlich war das einfach auch das Glück, dass eben die Schlachterkarosse fast noch vollständig da stand, sodass man dann 1:1 so angefangen hat, das zu übernehmen, und dann ist es ausgeartet, glaube ich. Dann ging es so los, dass man gesagt hat, definitiv muss der Motorraum diesmal schön werden. Die cleane Motorräume sahen schon immer schön aus, da hat man immer was gefunden, oh cool, Kabelbaum verschwinden lassen, da ein bisschen was weg, da ein bisschen was umgelegt und ein bisschen individualisieren. Und da hatte ich so ein paar kleine Ideen gehabt, und dann kam ein guter Kumpel Mimi rum und meinte, ja, lass mich mal kurz in Ruhe. Er hat sich eine halbe Stunde hingesetzt mit Klebeband und Netting und hat gesagt, da machen wir was, da machen wir was, da machen wir das würde ich mal vielleicht so machen und so. Und daraus ist die Idee mit dem Motorraum entstanden. Da wirklich viele Sachen verändert wurden, die letztendlich kaum auffallen, die im zweiten, dritten Blick vielleicht erst auffallen. Und ja, sieht irgendwie noch original aus, ist es aber gar nicht mehr. Ja, also wir haben hier einen originalen G40. Vom Aufbau her, der Motor ist natürlich nicht mehr original, da ist eigentlich letztendlich irgendwie alles gemacht worden, was gemacht werden kann für mehr Leistung. Einzig und allein, was wir nicht gemacht haben, sind größere Ventile. Da sind also noch die originalen Größen drin. Ansonsten hat er Schmiedekolben, Haarschaftbläute bekommen, Übermaß gebohrt, größere Ansaugbrücke haben wir gemacht, Frontladeluftkühler ist drin, der G-Lader ist komplett bearbeitet. Normalerweise ist ein 45er Lader drauf, der ist gerade in der Wartung, jetzt ist ein Ersatzlader drauf. Wir haben hier einen Prototypen von einem 3D-Druckluftfilterkasten, den wir haben. Der ist jetzt in der finalen Anpassung, dass das so hundertprozentig passt. Man sieht, so ganz stimmig ist es noch nicht. Wird aber noch werden. Manche Sachen dauern seine Zeit. Die Drosselklappe ist aufgespindet, G60 Einspritzdüsen sind drin, eine scharfe Nockenwelle ist drauf natürlich, ein verstellbares Nockenwellenrad ist drin. Sollte natürlich auch sichtbar sein, deswegen haben wir da natürlich eine kleine Öffnung reingebaut, dass man es besser sieht, die ganze Sache, dass man auch sieht, was ein bisschen passiert ist. Ganz zum Schluss sind dann so die Raffinessen mit dazu gekommen, wo man gesagt hat, irgendwie muss man noch die ganzen Teile ein bisschen bearbeiten. Es soll noch original aussehen, aber nicht. So dass wir im letzten Schritt dann den Ventildeckel gecleant haben, blöd gesagt. Öleinfüllstutzen braucht man letztendlich nicht, kriegt man irgendwie anders geregelt. Jetzt wird dann eben zum Ölwechsel die 2 Schellen gelöst, die 3 Schrauben geschraubt und man kann den Ölwechsel über die ganze Nockenwelle laufen lassen, anstatt eben nur über den Einfüllstutzen. Ja, ansonsten ist im Motorraum natürlich auch viel gecleant worden. Wir haben normalerweise hier hinten unseren Gasbordenzug, der durchläuft. Das haben wir begradigt, den Halbmond rausgeschnitten, die ganze Sache gerade gesetzt, den Gasbordenzug umgelegt für die ganze Nummer. Generell sind so viele Löcher wie möglich zugesetzt worden. Der Wischwasserbehälter ist umgezogen, der sitzt jetzt hinten in der Ecke drin. Ach Quatsch, nicht der Wischwasserbehälter. Doch nicht der Wischwasserbehälter. Der Kühlmittelausgleichsbehälter ist
an eine andere Stelle gewandert, wurde umgelegt dafür. Wir haben den Wischwasserbehälter in den Kofferraum versetzt. Die Zündspule hat ihren Platz am Getriebe gefunden. Der ganze Kabelbaum ist von uns neu gebaut worden oder von mir, wie man es auch immer sagen möchte, von mir mit Freunden. Der sieht an einigen Stellen noch nicht schön aus, weil ich habe es noch nie gemacht, ich habe es nicht gelernt. Und wir haben es erstmal noch nicht überall abgewickelt, falls der Motor nämlich nicht läuft, dass wir nicht nur den Kabelbaum wieder auseinanderfetzen müssen, sondern auch noch die Ummantelung dafür abmachen müssten. Deswegen ist er an einigen Stellen noch nicht fertig. Und ja, wir haben eine Domstrebe uns gebaut. Das sind 2 Wichers Domstreben, die wir zusammengesetzt haben mit selbstgebauten Halter. Die wurden ein Azubi-Projekt aus dem ersten Lehrjahr feilen und weiß ich, wie man es nennt, feilen und schleifen, blöd gesagt. Und die schönsten 4 Blöcke sind reingewandert in den Motorraum, die dabei entstanden sind. Und Kabelbaum so gut wie möglich entfernt. Wir haben natürlich eine Motorsport-Benzinpumpe drunter. Und in meinem geistigen Umnachtungszustand habe ich auch die Benzinleitung vergrößert. Ob das eine kluge Sache war, im Nachhinein würde ich es eher nicht bezweifeln oder bejahen. Durch die Vergrößerung des Durchmessers war es kompliziert, die ganze Leitung auch am Unterboden so gut wie möglich zu verlegen. Aber ja, wenn man keine Sorgen hat, schafft man sich welche. Und ja, seit Anfang der Saison haben wir auch einen Voll-Alu-Kühler eingebaut, um die Temperaturprobleme in den Griff zu bekommen. Dadurch, dass wir einen Frontladluftkühler haben, können wir nicht den originalbreiten Kühler fahren und mussten eben uns mit was anderem bedienen. Wir haben allerdings in dem Zuge, dass die ganze Sache auch schön sieht, den Frontträger komplett gecleant. Das heißt, wir haben auf der Seite die Typenbezeichnung weggemacht, die Sache begradigt. Wir haben das Loch weggemacht für den Haubenbautenzug. Der Haubenbautenzug läuft jetzt unterm Träger lang. Die Aussparung für den G-Lader haben wir natürlich weggemacht, die jeder Polo hat, ob er einen G-Lader hat oder nicht. Wo wir bei diesem Bauteil sind, das muss definitiv nochmal nachgefertigt werden. Damals waren wir noch nicht so gut mit Schweißen. Bricht eben alles leider ein bisschen aus, wird nochmal schön gemacht. Aber ansonsten vom Design her wird es definitiv auch so bleiben. Wir haben hier hinten auf der Seite zig Löcher zugemacht und Kabeldurchführung verschlossen. Einfach, dass die ganze Sache ein bisschen optisch ansprechend aussieht. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich Bremsleitung gebogen habe, komplett unterm ganzen Auto neu. Sieht hier vorne noch nicht so schön aus, ist der erste Versuch gewesen. Muss man definitiv auch nochmal ein bisschen anders machen. Aber Learning by Doing, wie man so schön sagt. Und ja, die Ideen entwickeln sich an den Stellen auch weiter, sodass man da auch nochmal rangeht. Dann haben wir hier hinten so einen schönen Lörres an der Stelle. Damit man den besser sieht, haben wir da auch noch ein bisschen an der Spritzwand rumgearbeitet, damit der besser an Szene sitzt. Der sitzt original da an sich schon, aber jetzt sieht man ihn definitiv ein bisschen besser an der Stelle. Da musste eben noch mal ein bisschen was geglättet werden und umgebaut werden. Und ja, war so ein kleines Gimmick, was uns beim Bauen aufgefallen ist, dass es da ist und das definitiv besser in Szene gesetzt werden musste. Ja, also zum Außenkleid vom Auto kann man eigentlich wunderbar viel erzählen. Die beiden Stoßstangen habe ich selber so umgebaut, wie ich sie haben wollte. Vorne die Kennzeichenmulde weg, hinten die Abschleppösenöffnungen zugesetzt. Und dann habe ich vom Golf 3 damals die Finnen unten für diese Stege gesehen. Komme eben aus der Golf 3-Szene, habe mir die organisiert, angepasst, dass die reinpassen. Eine Rieger Lippe ist unten rangewandert durch eine lustige Story. Komplett schwarze Front wollte ich haben. Ich bin vorher beim Vorgängermodell, hatte ich alles gelb gehabt. Die Zeit war vorbei, das ist so fällig geworden. Dann hat man sich die DJ Auto Scheinwerfer geholt, hat dazu die Blinker angepasst, aus zwei eben eingemacht, dass die schwarz sind. Schwarze Nebelscheinwerfer gebastelt, dass das alles eine stimmige Front ergibt. Radkästen sind natürlich alle gezogen. Auch so ein lustiges Thema. Auto stand beim Lackieren, hatte ursprünglich eigentlich andere Felgen gehabt. Dafür waren die Radkästen alle angepasst gewesen, aber dann sind es doch nochmal die Felgen geworden, die jetzt drauf sind. Und ja, Heckklappe ist teilgecleant worden, logisch, VW-Zeichen muss weg, Wischerarm muss weg. Das ist einfach klassisch, das gehört sich einfach nicht ran an so ein 90er Jahre, 2000er Tuning. Kennzeichenmulde wurde eingekürzt, fällt auch wenigen Leuten auf, weil auch wieder ein kleineres Kennzeichen drin sitzt, als wofür die Mulde gebaut wurde. Zwischenzeitlich wurde dann bei uns im Landkreis kürzere Kennzeichen zugelassen, sodass man wieder kleiner werden konnte. Der Griff für die
Für die Heckklappenöffnung ist natürlich auch weggegangen, das wurde angepasst, die Leiste musste eingekürzt werden und ja, Blinker, Seitenblinker sind weg, Einarmwischer musste ran natürlich. Das sind alles so diese alte Schule-Tuning, was mir da wirklich immer wieder begeistert. Grill ist so ein Augenmerkmal, das habe ich, glaube ich, seit ich 21, 22 bin oder so. Bei meinem Vater unten in der Garage gesessen, wo ich damals noch geschraubt habe mit 2, 3 Bierchen und ein paar Kumpels und dann, ja, wir müssen mal irgendwas anderes machen. Und dann haben wir die Handsäge rausgenommen, haben das 2 Grills auseinandergesägt und haben mal geguckt, wie das eigentlich aussieht, wenn man das so drin setzt. War eine ganz coole Sache, hat gut gepasst. Dann hatten wir erst das VW-Zeichen drin, gerade drin. Das sah richtig scheiße aus und dann habe ich mal angepasst, so ein bisschen, setzt mal ein bisschen schräg und muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir. Werd auch oft gefragt, wo man den kaufen kann. Den kann man natürlich nicht kaufen, ist klar. Und dann wird denen auch eine Menge Geld immer für angeboten, wo ich immer sage, für das Geld bautet euch da selber. Die 20 € Grills, die man da versenkt, bisschen handwerkliche Schickadera dafür. Ja, das ist noch so gewandert. Dann kam irgendwann mal bei VW Classic Parts eine Aktion, wo die G40-Teile, Polo-Teile dann mal da drin waren mit kostengünstigen, guten Rabatten. Und dann hat man gesagt, hey, holt man sich noch so ein G40-Logo für vorne. Warum nicht? Erst noch überlegt, macht man das jetzt auch grün oder so. Aber das Rot, das Original, das sieht da sehr stimmig dann aus. Ja, die Felgen, das ist auch so eine lustige Geschichte. Ursprünglich stand da ja schon beim Lackierer mit meinen 13 Zoll Felgen vom Vorgängermodell, die ich unbedingt wieder haben wollte, weil ich in meinem Leben nie Dreiteiler fahren wollte und immer schön einfach zu putzende Felgen haben wollte, weil ich hasse es zu putzen an Autos, das ist überhaupt nicht meins. Und ja, dann gab es bei eBay so eine Aktion, so ein Sofortkauf-Angebot-Ding, die waren teuer drin gewesen und ich habe mir gedacht, ach du, eigentlich hast du ja kein Geld für Felgen und ach naja, wenn es nicht klappt, klappt es auch nicht, aber eigentlich sehen sie dann schön aus. Machst mal so ein gottlos günstiges Angebot da für die Nummer und bin ich auf meine Simson aufgestiegen, nachdem ich das Angebot rausgehauen habe. So eine kleine Ortskontrollfahrt gemacht, 20 Minuten später abgestiegen, guck aufs Handy, eBay, Nachricht von eBay, Sofortkaufangebot angenommen. Welches Sofortkaufangebot, gucke rein. Die Felgen auf immer in der Hand gehabt. Dachte ich mir, wow, okay, alles klar. Wo nimmst du jetzt das Geld für die Felgen her? Hatte ich gerade zu dem Zeitpunkt ja nicht, weil das Auto war schon beim Lackieren gewesen, der Motor war schon beim Motorenbauer gewesen, war gerade ein bisschen knapp mit der Kasse. Dann habe ich noch festgestellt, ey, ist ganz cool, ich fahre mit meiner Frau eigentlich in 3 Wochen in Urlaub in die Richtung, wo die Felgen lagen. Ja, ein Typ mir geschrieben, hey, ich würde die in 3 Wochen abholen, alles cool, brauchst nicht versenden, sparen wir uns noch die Mühen und Arbeiten damit. Ja, dann habe ich festgestellt, das war doch ja nicht da, wo wir im Urlaub gefahren sind. Dann sind wir erst mal 200 Kilometer in die eine Richtung gefahren, um die Felgen zu holen, um dann wieder 150 Kilometer in die andere Richtung zu fahren. Und naja, dann hatte ich die Felgen da und dann ging das große Tara auch los. Durchgemessen von den Angaben her, wie sie sein sollten, waren sie leider nicht gewesen. Dann war erstmal der große Aufschrei, scheiße, dann passen die ja nicht unter die gezogenen Radläufe drunter und drum und dran. Na, wie sollte das anders sein? Hinten passten sie drunter, da brauche ich jetzt Spurplatten leider. Und vorne habe ich dann umgeschüsselt und habe einen halben Zoll kleiner gemacht. Wieder Glück im Unglück, weil vorne war ein Außenbett gerissen gewesen. Also musste man ran, konnte man gleich passend machen. Dann gab es jetzt noch vor 2 Wochen einen neuen Satz goldene Schrauben mit rein und die Betten nochmal poliert. Das ist auch so eine Arbeit, die möchte ich nie wieder machen. Also da kaufe ich mir lieber dann nochmal neue und gebe die gleich zum Hochglanz verdichten, als dass ich nochmal diese Felgen so lange polieren muss. Das sind relativ seltene Felgen. Das sind Graco 2 Felgen, die kommen aus dem niederländischen Rennsport, aus den 80er, 90er Jahren irgendwie so in den Dreh. Gab es auch nicht viel von. Meist sieht man immer die Graco 1 Felgen. Das ist jetzt eine Graco 2 Felge, ursprünglich mal 13 Zoll gewesen, umgeschüsselt auf 14 Zoll. Und hinten mit einer, ich sag mal, irgendwas zwischen 9 und 9,5 Zoll raus und vorne mit einer 7,5er. Ja, so eigentlich ganz stimmig geworden. Irgendwann gibt es hinten mal ein breiteres Bett, damit die Spurplatte auch weg kann und dann sind die auch nach meinen Wünschen fertig. Mit dem BMX oben drauf ist eigentlich so eine schöne Geschichte. Ich bin früher Fahrrad gefahren. Fahre heute noch Fahrrad, nicht mehr so viel wie früher, man wird älter. Hatte damals schon ein Dirtbike, was ich heute auch noch habe. Waren viel in der Stadt unterwegs, sind mit einem Wheelie über die Straßen rüber geballert, einarmig und von irgendwelchen Sachen runtergesprungen, was man eben also machen konnte hier mit der Jugend so. Und da ist diese Fahrradleidenschaft entstanden. Und
irgendwann kam dann so die Sache, eigentlich müsstest du dein Auto mit deinem ursprünglichen Hobby, dem Fahrradfahren, verbinden. Und dann hat man sich so einen Dachgepäckträger geholt, hat das Dirtbike oben drauf gesetzt, das war aber viel zu groß und dann hat man gesagt, ja, eigentlich wollte ich schon immer mal einen BMX haben. Hab mir so einen BMX geholt, genau das, was jetzt drauf steht. Hab beim Verkäufer von dem BMX dann gleich noch ein paar Sprünge und Tricks gemacht und drum und dran und der hat mich so angeschaut, ist das dein erstes BMX? Ich so, ja, mein erstes Jahr, vorher schon ein bisschen Fahrrad und so, machst ja mehr als ich damit. Ja, und dann hat man so dieses Fahrrad umgeschnallt und da festgestellt, ist ganz cool. Die Thule Fairing, die drauf ist seit 15 Jahren, glaube ich, in nicht meinem Besitz, aber auf diesem Auto drauf. Die gehört eigentlich einem guten Kumpel, der hat die damals aus den USA sich geholt. Ist der dritte Versuch, der mal angekommen ist. Ab und zu muss ich mir noch anhören, dass er die gerne mal zurückhaben wollen würde. Aber hat da keine Chance. Die bleibt einfach da oben drauf. Die ist einfach Bestandteil vom Auto geworden. Tut mir leid, Robert. Ist so. Und ja, viele sagen, ich soll es runternehmen, weil es einfach das Augenmerk vom Auto ablenkt, aber das gehört einfach zu meiner Geschichte mit dazu. Ich habe heute nicht nur einen BMX, was ich noch bedienen kann, mein Dirt, was ich noch fahre, mit meinem großen Sohn fahre ich auch noch Downhill, da ist noch ein Downhill-Fahrrad mit dazu gekommen, also das ist stark mit mir verwandt, diese Sache, das passt zu mir. Ja, wie man hört, ist es ein bisschen dumpfer, ist eine alte Bastuk drunter. Die ersten Generationen sozusagen, aber komplett mit Vorschall, Mittelschall, Endschalldämpfer. Ich wüsste ja nicht wissen, wenn man da noch was weglässt, wie das sich anklingt. Wir haben allerdings das Endrohr abgeändert. Da ist ein 90er Ofenrohr rangewandert. Bisschen schräg geschnitten, bisschen schräg angeschweißt. Da sieht das Rohr einfach mal wieder anders aus, wie das Original. Schön dumpf, so mag ich das sehr. Ja, beim Innenraum ist es so, dass lange Zeit eben das originale G40-Innenleben da unterwegs war, also die originalen G40-Sitze und alles. Und ich musste dann aufgrund von dem Auto aufhören, Basecaps zu tragen, weil man die vorher ja immer so schön oben zu sitzen hatte, wie man das eben früher gemacht hat. Und dann war ich zu groß für das Auto mit Basecap, also habe ich aufgehört, Basecaps zu tragen. Das hat mir aber nicht gefallen. Ich bin immer schon so ein Basecap-Mensch gewesen an der Stelle und dann habe ich gesagt, na, musst du was machen. Und dann habe ich die G40-Sitze auseinandergeruppt und habe da eine Corrado-Sitzschale unten dran gebaut und habe da die G40-Rückenlehne rangeschraubt. Ging zum Glück mit den originalen Stoffbezug, sodass das nur ein bisschen gespannt hat, nicht ganz so schön aussah, aber für meine Verhältnisse damals eigentlich ganz cool. Und bin das auch jahrelang gefahren und muss auch sagen, da sitzt man wirklich so viel flacher als mit den originalen G40-Sitzen. Man hat beide Seiten auf einmal höhenverstellbar, echt coole Angelegenheit. Und jetzt Anfang dieses Jahres habe ich mir den Traum erfüllt und habe im Innenraum angefangen, die ganzen Sachen zu satteln. Oder also beziehungsweise Sitze und Rücksitzbank satteln zu lassen. Und ja, da war dann so die Sache, was machst du denn jetzt? Sattelt man die originalen G40-Sitze mit dem Corrado-Unterbau oder baut man sich was Individuelles, was einem mehr gefällt? Und da ist mir eingefallen, dass ich von meinem ersten Golf 3 auf dem Dachboden noch die Recaro-Sitze aus dem Opel Kadett zu stehen hatte und habe gesagt, das muss man irgendwie kombinieren. Müssen diese Sitze da rein mit diesen Gitternetzkopfstützen. Das ist einfach so sexy, dass man sagt, das ist es. Das muss irgendwie drin. Und dann haben wir in der Nacht- und Nebelaktion mit meinem Cousin die Sitze auseinandergeruppt, haben geschaut, wie machen wir das jetzt klug. Haben erst ein bisschen zu viel geflext, dass wir wieder ein bisschen mehr schweißen mussten. Dann haben wir das irgendwie gut zusammengeschweißt bekommen und haben die ganze Sache zum Sattler gebracht. Und das Endergebnis, ich finde, das ist eigentlich ganz stimmig geworden. Das könnte eigentlich so aussehen, als ob es immer so drin war. Und vor allem das Schöne ist, man hat die Höhenverstellung und alles, anstatt man mit einer Konsole arbeiten musste, sodass mir das eigentlich an der Stelle ganz gut gefällt. Rücksitzbank hatte ich auch überlegt, ob ich vom Corrado die einarbeite mit diesen eingebauten Kopfstützen. Aber das hätte dann zu den Gitternetzkopfstützen nicht mehr gepasst, sodass ich gesagt habe, ich bleibe bei den Original G40. Ja, und dann ist es so mit dem Innenraum, ich muss irgendwie jedes Teil in diesem Auto anfassen. Ich muss irgendwie
kann alles original aussehen, können alles nach originale Bauteile sein, ob die zum Auto gehören oder nicht. Aber ich muss irgendwas dran verfeinern. Und bei den Gitternetzkopfstützen war so, es ist ja schön, dass es Gitternetzkopfstützen sind. Die sind schon selten, die sehen schon schön aus, aber da musste was Grünes ran. Du musst eben passend zu den grünen Nähten im Innenraum, musste da eben auch ein bisschen eine grüne Naht gesetzt werden. Und da habe ich zu Hause auf der Couch Ewigkeiten gesessen, irgendwie mit der Hände, mit einer Nadel und mit was selbstgebogene Büroklammer versucht, um diese originalen Fäden, meine grünen Fäden rumzuspinnen sozusagen. Und meine Frau hat dann irgendwann gesagt, na pass auf, ich mach dir das. Du musst mir nur das Werkzeug besorgen, was ich auf Arbeit habe. Meine Frau arbeitet im OP, ist operationstechnische Angestellte und wenn sie dann eben gewisse Nähte zunähen an so einen Menschen, da haben sie ihre speziellen Zangen und alles drum und dran und gebogene Nadeln und alles. Und das habe ich alles mir schnell geholt. Und ja, dann war es wieder so, jetzt ist es da, jetzt muss ich selber probieren, sodass sie gar nicht mir helfen konnte, nur sagen konnte, was für Materialien gebraucht wird, welches Werkzeug. Und dann habe ich da 2 Abende gesessen mit 2 so Zangen, da gibt es spezielle Begriffe für im Bereich und gebogene Nadel und habe das da angefangen so rumzuwickeln und bin zu dem Konzept so gekommen, wie es jetzt aussieht, nach 3 Versuchen auch wieder, damit stimmig aussieht. Und das Schlimmste bei der ganzen Sache ist, dass man dann einen Knoten setzen muss, dass die Sache auch hält. Und da habe ich so einen totalen Tattrich bei. Ja, das war eine Kunst, mit 2 so Zangen und der Nadel und dann da so einen ganz filigranen Knoten reinzusetzen, dass man den noch nicht so doll sieht. Da dachte ich mir, gut, das ist echt spannend. Ich glaube, das war das Filigranste, was ich bis jetzt an dem Auto gebaut habe. Aber insgesamt finde ich es wieder stimmig. Look me in the eyes and tell me that you're not dreaming. You're not dreaming of somewhere far away. Look me in the Weiter geht es dann noch demnächst mit den Türpappen und alles, das dann auch zu beledern. Aber das wird dann wieder in Eigenregie probiert und gemacht und getan. Und wenn es 3 Versuche sind, sind es 3 Versuche, bis es schön wird. Das macht man sich dann Stück und Stück. Ansonsten hat er elektrische Fensterheber drin, dass die Kurbeln natürlich verschwunden sind. Irgendwann sind natürlich auch die Kappen davon weg, die sind jetzt noch zu sehen. Und natürlich sieht man, ganz wichtig, die Fensterheber nicht, die sind versteckt. So wie auch die ganzen Zusatzinstrumente in dem Auto. Es ist alles so, dass man das, wenn man das Auto abstellt, das alles nicht sehen kann. Elektrisch verstellbare Spiegel hat er noch bekommen. Das Innenleben vom Passat 35i ist drin gewandert. Weil ich mir sage, das ist zwar ein altes Auto, das muss nicht können, aber das ist schön, wenn es kann. Und so hat er auch eine Alarmanlage drin, eine ZV rein theoretisch und auch Erschütterungssensor, Warnsignale und so, wenn man da mal gegenhämmert. Ist immer ein bisschen unpraktisch, wenn irgendwie so eine Harley mal dran vorbeifährt oder ein Feuerwerk ist, dann trötet der direkt los. Aber lieber so als andersrum. Das Lenkrad, wie ich ihn damals geholt habe mir, das ist noch ein Originale, da ist noch ein Rate-Lenkrad drauf. Da gab es irgendwann mal eine Aktion bei meinlenkrad.de, richtig günstig abgestaubt, altes Lenkrad hingeschickt, dieses wunderschöne Lenkrad so bearbeitet, wie es jetzt drin ist, wieder mit den grünen Nähten, da stand zum Glück schon die Farbe fest. Aber zu dem Zeitpunkt, wie ich das Lenkrad dann zu liegen hatte, da war letztendlich vom Auto noch nichts fertig. Da stand der noch gerade beim Lackierer, da hatten wir uns gerade auf eine Farbe geeinigt gehabt. Und das lag dann ein paar Jahre rum. Und dann, wie es mal so ist, wenn man immer so am Shoppen ist für irgendwelche Teile, die man noch kaufen muss und ähnliches, gab es im Abverkauf einen Snap-Off-Tool, dass man eben einen Schnellverschluss hat. Dachte ich mir, ja, warum eigentlich nicht? Nimmst du auch noch mit, war im Abverkauf und gefällt mir sehr sexy. Lenkrad wurde dann unten abgeflacht, eben mit schönen Griffmulden und alles drum und dran, wie es mir gefallen hat. Ich hatte zwischendurch einen Victor-Lenkrad, nämlich mit so einem Griffmulden dran, fand ich mega cool. Hat so ein Rate-Lenkrad nicht gehabt und so ist es cool. So passt es, so schön. Ja, in Zukunft, also was bei diesem Auto alles noch kommt, ist der Innenraum, der muss noch weiter geledert werden. Also die Türpappen müssen definitiv noch gemacht werden und so Kleinigkeiten wie Handbremshebel, Schaltknauf, da müssen noch ein paar grüne Nähte rauf und alles. Das ist das, was mich da im Innenraum noch ganz doll anjuckt, was man sich den Plan, den man mit 21 hatte, so mal ein bisschen noch weiter umzusetzen. Jetzt, wo man, sage ich mal, im Gesamtbild so weit ist, dass man sagt, okay, ist cool. Felgen werde ich, wie gesagt, wenn ich nicht mehr weiß, wohin mit meinem Geld so nach dem Dreh und ich alles andere fertig gemacht habe, dann muss ich mit so einem Außenbettenhersteller mal ins Gespräch gehen, dass ich meine Außenbetten so habe, wie ich sie haben möchte, nämlich ohne Ventile draußen, dass die Ventile in der End verlegt werden. Das ist einfach
eine schöne, glatte Front ist, ohne dass da irgendwo so ein nerviges Ventil rumklemmt. Und ja, dann entsprechend natürlich angepasst auf das Auto mit der richtigen ET, dass man keine Spurplatten mehr fahren muss und alles. Also noch ein bisschen breiter hinten, ein bisschen mehr Tiefbett, geht immer. Ja. Und ansonsten sind wir an der Stelle dann schon wieder angekommen. Ich habe den Beruf eben nicht gelernt. Ich bin ganz woanders unterwegs und man hat eben ein paar Blessuren schon an dem Auto dran, die alle nochmal Stück für Stück frisch machen. An einigen Stellen reißt es leider, weil man es damals nicht besser schweißen konnte und das eben keine Fachfirma gemacht hat, sondern wir im Freundeskreis, wo ich auch ganz dankbar für bin, dass die Freunde immer so unterstützt haben. Ja, letztendlich ist das Auto ein Gemeinschaftsprojekt gewesen in meinem Freundeskreis oder ist es ja immer noch. Und ohne meinen Freundeskreis, der mich da unterstützt hat, wäre das auch alle Jahre nicht möglich gewesen. Da habe ich meinen Robert, ich nenne ihn immer liebevoll Chefschrauber, der von allen so was von einem Plan hat, was die Materie angeht. Jetzt vielleicht nicht genau G40, aber eben generell Autoschrauben. Ich habe meinen Motorenbauer, meinen Dennis an der Hand, der mich da gut berät mit allem, damit wir richtig viel Leistung aus dem Motor irgendwie mal rausgekitzelt bekommen und rauskitzeln werden. Vorbereitet ist er dafür definitiv. Habe meinen Thomas, der mich immer wieder in den Arsch getreten hat, dass ich mal weitermache. Ich glaube, sonst wäre das Auto immer noch nicht fertig gewesen. Ich habe Schava am Start. Den kannst du gefühlt zu jeder Nachtstunde anrufen, der kommt vorbei und hilft dir beim Schrauben. Und manchmal waren wir jetzt 10 Leute, die am Auto geschraubt haben. Jeder hat irgendwas gemacht, eine Kleinigkeit und alles. Und bei vielen war es auch das erste Mal. Mimi hat zum Beispiel das erste Mal in seinem Leben hier einen Fächerkrümmer mit abgewickelt. Hat aber auch so viele Gedanken und dumme Ideen mit reingebracht in die Sache, wo es denn ausgeartet ist. Hat mir geholfen beim Motorraum clean, hat die Felgen gefunden im Internet und hat immer wieder coole Ideen, die man definitiv umsetzen kann. Da sind wir auf einer großen Wellenlänge. Und ja, selbst eine Arbeitskollegin hat mir letztens bei dem Auto helfen müssen. Die habe ich spontan angerufen, die hat eigentlich Urlaub gehabt, ob sie mir mal helfen kann, die Sitze einzubauen, Bügel einzubauen. Weil es so schön ist, wenn der Bügel drin ist, kriegst du die Sitze nicht raus. Und die Sitze sind vom Sattler gekommen und ich wollte die unbedingt an den Abend noch drin haben. Ja, da ist eine Arbeitskollegin vorbeigekommen so, ja, und hat die Bügel und Sitze mit mir eingebaut, die nichts mit Autos am Hut hat. Also für mich ist dieses Autoschrauben, gerade an diesem Auto zu schrauben, so ein Zusammenkommen von Freunden. Da haben so viele Leute mitgeholfen, die Namen alle aufzähle. Mein großer Dank geht auf alle Fälle auch an meinen Cousin Julius, der mir da wirklich mit so vielen Sachen von meinen dummen Ideen unterstützen und helfen musste an der Stelle. Ob das beim Kabelbaumziehen war, wo wir jeden Kabel neu gesetzt haben, oder jetzt zum Schluss bei den Sitzen beim Schweißen und alles. Also ohne den Freundeskreis, ohne die Familie wäre das Projekt definitiv so nicht zustande gekommen, wie es hier steht. Ja, danke, dass ihr euch hier meine Lava angehört habt und ich mein Polo vorstellen durfte. Gibt bestimmt noch vieles, was man hätte erzählen können, aber ich denke mal, das reicht für den Rahmen aus. Lasst ein Like für das Video da und abonniert ruhig den Kanal. Und wenn ihr Fragen habt, ich versuche das alle zu finden, zu antworten. Ich quatsch gerne über das Auto, schreibt auch gerne, gebt gerne Tipps und alles. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, meldet euch einfach mal und dann sehen wir weiter. Bis dann, ciao.